Fange nicht an, Hefe selber zu machen, bevor du dieses Video gesehen hast. Heute gibt es richtig ausführliche Informationen zum Herstellen des Hefewassers. Hallo, hier ist Emma Magians. Wenn ihr wissen wollt, wie man Hefe einfach selber macht und Köstliches damit backt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. In dem heutigen Video geht es darum, wie man Hefewasser mit Dinkelkörnern herstellt, alles zur Pflege und Aufbewahrung der selbst hergestellten Hefe, und ich beantworte Fragen, wie man Hefewasser einfrieren kann und sich am besten damit organisiert. Fangen wir nun am Anfang an, Hefewasser herzustellen, das erste Mal, und hier im Hintergrund könnt ihr schon sehen, dass ich angefangen habe. Das erste, was ich dabei tue, ist dieses große Gefäß, was ihr hier seht, heiß auszuspülen. Das mache ich unter heißem Leitungswasser, lasse es volllaufen bis zum Rand und lasse es dann auch nochmal 10 Minuten circa stehen. Gieße das heiße Wasser ab, fülle dann das kalte Wasser hinein. Die Zutaten genau für ein Hefewasser sind 500 Milliliter stilles Mineralwasser oder Leitungswasser. Das Leitungswasser muss ohne Chlor sein und kälter als 40 Grad. Dann kommt noch ein Teelöffel Zucker, Honig oder zum Beispiel Zuckerrübensirup hinzu und dann noch das Anstellgut. Das können 2 bis 4 Esslöffel Obst, Gemüse oder Kräuter sein. Dabei ist es egal, ob es frische Kräuter und Gemüse oder Obst ist oder getrocknet. Wichtig bei zum Beispiel Datteln oder Rosinen, sie müssen ungeschwefelt sein und ungeölt. Und im Hintergrund seht ihr, wie ich dann am Abend noch mir mal meine Hefewasser anschaue. Ich habe in diesem Fall Dinkelkörner verwendet, denn außer Obst, Gemüse und Kräuter könnt ihr nämlich auch Körner und Samen verwenden. Am zweiten Tag morgens schüttele ich den Inhalt der Flasche einmal richtig gründlich durch und lasse die Luft entweichen. Dies ist wirklich sehr wichtig, denn es bildet sich Gas bei der Herstellung von Hefewasser und wenn ihr die Flasche fest verschließen würdet, dann zerplatzt euch unter Umständen alles. Daher sollte der Deckel nur locker aufliegen oder ihr deckt es mit einem Tuch ab und umschließt es mit einem Gummiband. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Früchte verwendet, dann ist es so, dass im Laufe des Tages meistens das Anstellgut nach oben schwimmt. Das ist aber kein Muss. Es kann auch zum Beispiel sein, dass gerade bei Kräutern, die schon die ganze Zeit oben liegen und manchmal bleibt das Anstellgut, wie jetzt zum Beispiel bei den Dinkelkörnern, auch unten. Manchmal ist es sogar so, wenn ihr Früchte verwendet, dass ein Teil nach oben steigt und ein Teil bleibt unten. Da lasst euch bitte nicht beunruhigen, das ist alles völlig in Ordnung. Auch die Bläschenentwicklung bei der Herstellung vom Hefewasser ist unterschiedlich und sagt gar nichts über die Kraft der Hefe aus. Manchmal sieht es ganz still aus, aber die Hefe hat dann erstaunlicherweise eine enorme Kraft. Und manchmal bilden sich ganz viele Bläschen und der Teig geht anfangs noch nicht so gut auf. Das ist vollkommen normal und es ist ein natürliches Produkt. Da einfach ein bisschen geduldig sein. Hier könnt ihr jetzt bei meinem Dinkelwasser sehen, die Dinkelkörner bleiben oben, sie quellen ein bisschen auf und es haben sich wirklich nur wenige Blasen gebildet, wenn man das mal zu einer Dattelhefe vergleicht. Und die Dauer, wie man ein Hefewasser herstellt, kann auch differieren. Ich habe aufgeschrieben zum Beispiel, dass man circa 5 Tage braucht, also 4 Tage zur Herstellung des Hefewassers, am 5. Tag kann man backen. Ich habe es auch durchaus schon gehabt, dass bei einer frischen Hefe ich nur 2 Tage benötigt habe und ich dann schon loslegen konnte. Das ist wirklich unterschiedlich und haltet euch da nicht an den Zeitplan, denn es kommt darauf an, wie stark das Anstellgut mit Hefepilzen besetzt war und wie die Raumtemperatur bei euch ist. Schaut daher lieber, wenn ihr das Hefewasser morgens und abends rührt und schüttelt, wie es riecht. Die Hefe ist üblicherweise dann fertig, wenn sie fruchtig alkoholisch nach Most, Zieder oder Federweißer riecht. Ich habe es sogar schon manchmal gehabt, dass es so ein bisschen nach Bier gerochen hat. Wenn es jedoch modrig riecht oder nach faulen Eiern, dann hat das mit dem Hefewasser nicht geklappt und ihr fangt einfach nochmal neu an. Hier bei meiner ersten Hefe mache ich jetzt einfach weiter, dass ich am 3. Tag morgens nochmal alles schüttel, abends nochmal schüttel. Am 4. Tag wiederhole ich das Ganze, morgens schütteln, abends schütteln und am 5. Tag beginne ich dann zu backen.
Und wenn ich dafür keine Zeit habe, dann gebe ich das Ganze in den Kühlschrank, damit es einfach langsamer weitergärt und es länger frisch bleibt. Während ich jetzt noch im Hintergrund an meiner frischen Hefe arbeite, erkläre ich euch einmal, wie das mit dem Weiteranstellen funktioniert. Das heißt, ihr backt jetzt mit dem Hefewasser und wollt wieder Neues ansetzen. Da könnt ihr einen kleinen Trick benutzen, damit eure Hefe auch schneller stärker wird. Ihr nehmt von der vorherigen Hefe, die ihr jetzt neu angesetzt hattet, 100 Milliliter. Und bei diesem neuen Wasser gebt ihr dann diese 100 Milliliter hinzu. Das Prinzip ist wie beim Sauerteig und dadurch erreicht ihr, dass bei jedem Ansetzen der Hefe und dadurch, dass ihr immer 100 Milliliter von der vorherigen Hefe verwendet, dieses dann immer stärker wird. Wir gehen also jetzt davon aus, ihr habt ganz viel gebacken mit der erst angestellten Hefe und habt zufällig noch 100 Milliliter übrig. Dann nehmt ihr jetzt wieder ein großes Gefäß und spült dieses heiß aus. Das ist wirklich sehr wichtig, damit es auch gut klappt. Die Zutaten sind wieder 500 Milliliter stilles Mineralwasser oder Leitungswasser ohne Chlor, kälter als 40 Grad. Da hinzu kommt dann ein Teelöffel Zucker, Honig oder Zuckerrübensirup und dann 2 bis 4 Esslöffel von dem Obst, Gemüse, der Kräuter oder zum Beispiel der Dinkelkörner. Nun folgt ja die Zauberzutat, und zwar 100 Milliliter der zuvor angesetzten Hefe. Und ihr werdet das auch erkennen, wenn ihr da schon erfahrener seid. Bei der ersten Hefe dauert es meistens vielleicht so 1-2 Tage länger. Wenn ihr dann die Verlängerung habt mit den 100 Milliliter zuvor angesetzten Hefe, dann geht die Hefeherstellung auch viel schneller. Und ihr könnt hier auch variieren. Wenn ihr zum Beispiel bisher ein Hefewasser mit Tomaten hattet, könnt ihr dieses auch anstelle mit Tomaten dann mit Basilikum oder Oregano weitermachen. Oder umgekehrt. So habt ihr eine größere Geschmacksvielfalt und seid nicht eingeschränkt. Meistens ist der Mensch aber ein Gewohnheitstier und verwendet einfach das bisherige Anstellgut. Ich wollte euch nur mitteilen, dass das geht, denn es könnte ja zum Beispiel sein, dass das bisherige Anstellgut, Datteln oder Rosinen, nicht mehr verfügbar ist und so könnt ihr da ein bisschen variieren. Der Rest bleibt gleich. Morgens könnt ihr zum Beispiel eine Flasche ansetzen oder dann am Abend und einen halben Tag später schüttet ihr den Inhalt der Flasche, lasst das Gas ab, dann nach einem halben Tag wieder schütteln, nach einem weiteren halben Tag erneut schütteln und jedes Mal immer das Gas ablassen. Das ist wirklich sehr einfach und sobald es alkoholisch und fruchtig riecht, ist das Hefewasser wieder fertig. Die Anzahl der Tage ist also wirklich nur ein Richtwert. Je nach Außentemperatur und Stärke des Hefepilzes auf eurem Anstellgut kann es auch schneller oder länger gehen. Übrigens, das Anstellgut, was ihr verwendet hattet und dann ja nicht mehr nutzt, könnt ihr noch weiter verwenden und es nicht in den Kompost geben. Ich habe hierfür ein Rezept zum Beispiel mit einem Dattelbrot. Das ist ganz einfach und sehr lecker und oben unter der Infokarte verlinke ich euch das Video hierzu. Die Dinkelkörner könnt ihr zum Beispiel auch bei einem Dinkelkörnerbrot verwenden. Da könnt ihr die wirklich direkt nehmen und dann nochmal in dem Brot verwenden. Da habt ihr wirklich ein tolles fermentiertes Anstellgut, was sehr gut für eure Gesundheit ist. Kommen wir nun einmal zur Pflege und Aufbewahrung des Hefewassers. Wir wissen jetzt, wie wir ein Hefewasser herstellen und wie wir ein bisheriges Hefewasser dann verlängern. Die Aufbewahrung ist auch sehr einfach. Wenn das Hefewasser fertig ist, lagert ihr es im Kühlschrank. Und dabei ist es egal, ob ihr das Anstellgut, also die Früchte, das Getreide, das Gemüse oder die Kräuter drin lasst oder rausnehmt. Ich persönlich empfehle es drinnen zu lassen, sofern ihr es nicht zügig weiterverarbeitet. Also wenn ihr die Hefe länger als eine Woche drinnen lasst. Nach 1 bis 2 Wochen im Kühlschrank würden die Hefepilze dann wieder Nahrung in Form von Zucker benötigen. Dabei ist es egal, ob ihr Kristallzucker, Rohrzucker, Kokosblütenzucker, Honig oder Sirup verwendet. Wenn ihr dann mit dem Hefewasser backen möchtet, nehmt ihr es einfach direkt aus dem Kühlschrank und verwendet es so direkt. Es muss nicht erst aufbereitet werden oder länger bei Zimmertemperatur stehen oder gefüttert werden. Bei den Rezepten, in denen viel Fett im Spiel ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Brioche oder es zum Beispiel auch länger haltbar sein soll, lohnt es sich manchmal einen Vorteig zu machen oder das Hefewasser mit der Zuckermenge aus dem Rezept einige Stunden stehen zu lassen. Notwendig ist dies aber nicht. Also ihr könnt, wie gesagt, das Hefewasser rausnehmen aus dem Kühlschrank und direkt verwenden
Und bei dem vorher verlinkten Video mit dem Apfelkuchen könnt ihr das ja erkennen. Wenn ihr das Hefewasser länger als 2 Wochen nicht benötigt, dann empfiehlt es sich, es einzufrieren. Allerdings kann es sein, dass die Zellen der Hefepilze hierdurch platzen und weniger Hefepilze dies überleben. Daher sollte man das Hefewasser, wenn man es auftaut, erst einmal mit einem frischen Anstellgut und einem Teelöffel Zucker füttern und so lange warten, bis es wieder fruchtig alkoholisch riecht. Dies ist aber meist nach circa 1 bis 2 Tagen der Fall. Hefe selber herstellen ist sehr einfach, die Lagerung auch. Aber wie kann man sich besser hiermit organisieren? Vor allem ist man es ja gewohnt, dass die herkömmliche Hefe ja auch teilweise nach 20 bis 30 Minuten weiterverarbeitet werden konnte. Die Lösung ist wirklich sehr einfach. Der Teig ist fertig, wenn er fertig ist. Hört sich jetzt sehr banal an, aber es geht nicht um die Uhrzeiten und trotzdem könnt ihr es so einrichten, dass es sich leicht und einfach in den Alltag integrieren lässt, auch wenn ihr zum Beispiel Vollzeit berufstätig seid. Es kann am Anfang sein, dass einem dies ein bisschen schwerfällt, aber ich kann euch wirklich versprechen, schon nach kurzer Zeit hat man sich daran gewöhnt und möchte es gar nicht mehr anders haben. Teige mit Hefewasser benötigen meistens 6 bis 8 Stunden, um aufzugehen. Gerade wenn man Hefewasser-Neuling ist man hier ungeduldig und befürchtet, dass es nicht geklappt hat. Hier ist es einfach notwendig, der Hefe Zeit zu geben, besonders bei einer frischen Hefe. Wenn es sich dann um einen Teig handelt, der Fett in Form von Buttern und Eiern enthält, wie bei einem Butterkuchen, Brioche oder Hamburger Brötchen, dann können es aber auch durchaus 24 Stunden sein. Dabei sollte der Teig immer warm bei Zimmertemperatur und nicht im Kühlschrank stehen. Ich mache es meistens so, dass ich morgens einen Teig zubereite, den ich abends oder bei fettigen Teigen am nächsten Morgen zubereiten möchte. Sollte der Teig fertig sein und ihr habt überraschend doch keine Zeit, ihn zu verarbeiten, dann könnt ihr ihn auch abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Diesen solltet ihr aber innerhalb von 24 Stunden weiterverarbeiten. Rohe Teige kann man auch vorbereiten und dann einfrieren. Dies habe ich zum Beispiel beim Pizzateig schon häufig gemacht. Zum Beispiel, wenn ich keine Zeit hatte, diese zu belegen, dann habe ich es dann aber ausgerollt und so mit einem Backpapier eingefroren. Dann kann es allerdings dann beim Aufbacken passieren, dass der Teig nicht mehr so gut aufgeht. Geschmacklich gibt es keine Einschränkungen und keinen Unterschied. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht routiniert mit dem Umgang mit der selbst hergestellten Hefe ist, kommen einem die Aufgehzeiten des Teiges lang vor. Aber das ist sehr wichtig, vor allem für Menschen mit empfindlichen Mägen. Durch die langen Gehzeiten werden zum Beispiel FODMAPs, da habt ihr vielleicht schon mal von gehört, reduziert. Und die stehen ja in Verdacht, Allergien bzw. einen Reizdarm auszulösen. Und durch die Verwendung von Hefewasser können diese Menschen endlich wieder Gebäck essen und vertragen das auch sehr gut. Bei meinem Paderborner Landbrot, verlinke ich euch oben natürlich auch, mache ich den Vorteig zum Beispiel am Abend. Am nächsten Morgen knete ich den Teig mit der Küchenmaschine und lasse diesen dann den ganzen Tag aufgehen. Und am Abend backe ich das Brot und so haben wir dann am nächsten Morgen ein leckeres, frisch gebackenes Brot. Und für den Geschmack des Roggenbrotes ist es sogar ganz gut, wenn es nach dem Backen noch einmal ruhen konnte. Probiert es doch einmal aus und hinterlasst es mir in den Kommentaren, wie es euch gelungen ist. Ich hoffe wirklich, es waren ja jetzt sehr viele Informationen. Ich hoffe, dass ich durch meinen Kanal und die vielen Rezepte und Informationen, die ich euch mitgebe, euch neugierig auf das Backen mit dem Hefewasser gemacht habe. Es ist wirklich sehr gesund und eine tolle, umweltfreundlichere und gesündere Alternative zur gekauften Hefe aus dem Supermarkt. Zu diesem Thema habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben unter der Infokarte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Teilt dieses Video, damit viele erfahren, wie leicht und einfach Hefe hergestellt und verwendet werden kann. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich verlinke euch nochmal ganz viele Informationen unter diesem Video. Das könnt ihr ja euch auch nochmal anschauen. Bleibt gesund und viele Grüße, eure Emma.